Und jetzt sind wir da, die Next Generation Recycling Maschinen GmbH. Die sollten eigentlich aus diesem Sack Granulat machen können. Kommen uns mit. Lieber Herr Steinwender, dieser Sack hier hat eine lange, wirklich spannende Reise hinter sich. Jetzt wird er langsam nervös, weil meine Idee war es, aus dem so Granulat zu machen. Und Sie machen die Maschinen dafür. Was machen Sie? Wie kriegen wir das hin? Guten Morgen, Herr Jäger. Ja, bei uns sind Sie absolut richtig. Seit 25 Jahren bauen wir Maschinen, die eben aus allerhand Kunststoffabfall können Plastiksackerl sein, das sind Flugzeuggurte, können PET-Flaschen sein, wieder Granulat machen. Man muss sich vorstellen, dass die kunststoffverarbeitende Industrie Granulat bekommt und aus dem eben Materialien macht. Und die Recyclingindustrie nimmt eben Materialien, macht wieder Granulat draus, damit das wieder in den Produktionsprozess rückgeführt werden kann. Jetzt ist die Firma in den 90er Jahren gegründet worden. Genau, alles hat begonnen in der Garage eines Bauernhofs. Offenbar muss jede Gründerstory in einer Garage beginnen, das dürfte Glück bringen. Die haben dann die erste Maschine dort gebaut. Der erste Kunde, der es gekauft hat, war aus Japan. Also weiter weg ging es wahrscheinlich gar nicht. Wirklich? Man darf nicht vergessen, der österreichische Markt ist für viele Maschinenbauer sehr, sehr klein oder wir sind sehr schnell am Limit. Das heißt, wir brauchen einen Exportmarkt. Von 100 produzierten Maschinen gehen vielleicht 2, 3 in den Binnenmarkt, in den Heimmarkt. Und der Großteil geht international raus. Wir haben natürlich, man darf nicht vergessen, in Schwellenländern wie Indien, China haben sie pro Jahr ca. 100 Millionen Einwohner, die von der Unterschicht in die Mittelschicht draufgehen, wo plötzlich einmal das dann möglich wird, dass die Leute eben Soda-Drinks kaufen, verpackte Lebensmittel kaufen. Das heißt, dort gibt es einen enormen Wachstumsmarkt. Jetzt haben Sie mir den Mond ein bisschen wässrig gemacht, jetzt würde ich gerne die Maschine mal anschauen. Bitte, kommen Sie mit. Ich würde Sie gern meinem Kollegen Herrn Daniel Osenik vorstellen und der kann Sie dann technisch durch die Maschinen durchführen. Ah, wunderbar, vielleicht kann er mir dann auch wirklich mit dem Sack einmal ganz konkret helfen. Bitte sehr. Danke. Bitte immer geradeaus zu Herrn Osenik, Sie finden nicht den Weg. Hat Danke, mich gefreut. Danke, mich auch. Danke. Ah, Frau de Pauls, Sie sind die Exportmanagerin. Hallo, ja. Für welche Länder sind Sie denn zuständig? Portugal, Finnland, Schweden, Israel, Rumänien, Ungarn. Eine Mischung, eine kleine Mischung. Wie ist es? Ein Schwede ist kein Portugiese, da gibt es Unterschiede. Wie ist es, wenn man einem Schweden eine Maschine verkauft oder einem Portugiesen? Ja, unbedingt gibt es Unterschiede zwischen Kunden. In Portugal, die Leute sind ein bisschen lockerer und man kann vielleicht ein bisschen schneller die Sachen machen. Mit Schweden, es dauert ein bisschen länger. Aber trotzdem, alles ist ein bisschen geplant und wir kommen auf den gleichen Punkt mit beiden. Wo gehen die Maschinen am besten weg, wie die warmen Semmel? Ich würde sagen, momentan Rumänien. Frau de Paul, ich wünsche Ihnen weiterhin sehr viel Erfolg. Ja? Danke. Danke, tschüss. Der Exportanteil des Unternehmens in diesem Jahr liegt bei unglaublichen 99%. In Indien, Angola und USA hat ihre Technologie zum Umdenken motiviert, wodurch sie mittlerweile zum Marktführer vor Ort aufgestiegen sind. Servus Daniel. Servus Andreas. Servus. Grüß dich. Die Maschinen werden im Standort in Feldkirchen programmiert, entwickelt und versandfertig gemacht. Im Ankunftsland werden sie von österreichischen Technikern aufgebaut und das Personal auf die oft sehr individuellen Maschinen eingeschult. Wir sind insgesamt ca. 140 Leute am Standort. Das ist aber jetzt nicht nur Techniker intern, auch im Büro. Also wir haben die ganze Konstruktion, die mechanische, die elektrische Konstruktion. Das wird alles bei uns abgedeckt. Ich mache mal eine Überschlagsrechnung. Ich habe gehört, 100 Maschinen pro Jahr. Das heißt, an einer Maschine wird ca. 3 Tage gebaut. Bis sie zusammen von Anfang bis Ende. Naja, das ist doch ein bisschen länger. Also wir sind da ungefähr bei 3 Wochen, was an einer Maschine gebaut wird. Achso, dann macht sie Tag- und Nachtschichten? Ja, Entschuldigung. Total spannend. Hier zum Beispiel bauen wir auch gerade für einen Kunden in Japan eine Anlage. Die ist schon kurz vor der Fertigstellung. Wenn diese Anlage dann fertig ist, dann kommen sie in den nächsten Bereich rüber. Da wird die Anlage dann zum Leben erweckt. Da spielen unsere Techniker dann das Programm ein, dann werden die ganzen Funktionen der Anlage getestet und wenn das alles positiv abgeschlossen wird, dann geht es zum Kunden raus. Ist sie das jetzt? Das ist sie. Das ist eine Maschine, die ist für dich. Und wo darf das? Hier darfst du auf die Treppe steigen, aber Vorsicht, kannst den Sack aufs Förderband legen. Der wird dann in den Schredder gefördert, da wird dann alles zerrissen und dann wird das extrudiert und wieder Granulat daraus erzeugt. Komm, das wird jetzt deins. Ich muss das schon feierlich machen, nicht der ganze Sack, sondern... Selbstverständlich.
Wir haben es tatsächlich geschafft. Aus dem gelben Sack ist dieses Granulat geworden. Ist doch toll. Ja, Österreich ist sehr, sehr erfolgreich im Export und das ist einmal ein Grund, mit einer WKÖ-Wirtschaftsdelegierten zu sprechen, nämlich der Wirtschaftsdelegierten in den USA, Frau Lack-Hageneder. Was bedeutet österreichischer Export in den USA? Ja, die Zeiten, wo Österreich nur auf Sound of Music reduziert wurde oder Austria mit Australia verwechselt wurde, sind in wirtschaftlicher Hinsicht vorbei. Österreich exportiert jährlich mehr als 10 Milliarden Euro in die USA und Amerikaner kennen und schätzen Waren aus Österreich. Aber sie entscheiden sich nicht unbedingt für ein Produkt aufgrund der österreichischen Herkunft, sondern aufgrund der guten Qualität. Und umgekehrt, für Österreich ist die USA der zweitwichtigste Exportmarkt weltweit. Und was macht eine Wirtschaftsdelegierte eigentlich? Wofür sind Sie verantwortlich, wenn Sie das kurz erklären könnten? Wir sind auf der ganzen Welt im Einsatz und wir unterstützen österreichische Firmen, die im Ausland Geschäfte machen wollen. Kurz gesagt, wir helfen den Firmen bei der Internationalisierung. Was bedeutet Export für Österreich? Österreich ist eine Exportnation und der Export ist einer der Gründe, warum es uns in Österreich so gut geht. Österreich liegt beim Export pro Kopf weltweit auf Platz 7 und in Österreich ist jeder zweite Job direkt oder indirekt vom Export abhängig. Herzlichen Dank, Frau Lack-Hageneder. Schöne Grüße nach Washington.